Hallo und herzlich willkommen zum Abschlusstreffen des Projektverbunds MIPAC. Mein Name ist Sebastian Beckel und wir beschäftigen uns in diesem Video mit der Bewertung von Mikropartikeln mittels ökotoxikologischer Testsysteme, sprich den Wirkungen. Vorerst müssen wir uns ein paar grundlegende Fragen stellen, die in der Ökotoxikologie relevant sind. Zum einen, welche Konzentrationen haben wir denn in der Umwelt und verursachen diese Konzentrationen negative Effekte? Und dann ganz wichtig, wie ist die Beziehung zwischen Konzentration und Effekt? Das versuchen wir über ökotoxikologische Testsysteme zu erreichen und müssen dabei folgende Aspekte nachbilden. Zum einen, kommt der Stoff in die Umwelt? Kommt es darauf an, welche Menge und wie er sich dort verhält? Eine bioverfügbare Fraktion ist die Fraktion, die durch die Organismen letztlich aufgenommen wird und die dann im Organismus landet. Man nennt das Exposition. Hier passiert dann was im Organismus selber, was zu einem Effekt führen kann. Und dieser Effekt kann letal oder subletal sein oder eben nicht vorhanden. Wie sehen solche Testsysteme aus? Zu Beginn des Projekts gab es keine standardisierten Herangehensweisen. Wir konnten zwar bestimmte Parameter kontrollieren und standardisiert darstellen, aber es gab viele Unbekannte. Erste Versuche speziell zum Verhalten der Partikel im Testsystem waren hier nicht so erfolgreich. Heute haben wir eine ganze Reihe von Parametern im Griff. Allerdings besteht noch weiterer Forschungsbedarf in Richtung Standardisierung und Harmonisierung dieser Testverfahren. Ohne es ist schwer darauf zu achten, bestimmte Charakteristika der Partikel genau zu beschreiben, um Studien nachvollziehbar zu machen. Zu Ende des Projekts haben wir eine Toolbox entwickelt, die für die Modellarten Gammarus röseli und Dreissena polymorpha eine Generierung verschiedener Expositionsszenarien erlaubt, sowohl um Schadstoffe zu bewerten, als auch Partikel und Schadstoffe in Kombination. Dazu können wir uns verschiedene Endpunkte anschauen, zum einen die Aufnahme der Partikel, die Toxizität natürlich, verhaltensrelevante Endpunkte wie Fraßraten, Wachstum, Verhalten, Schwimmverhalten der Tiere, aber auch Reproduktion bei Gammariden und physiologische Marker wie Energiehaushalt und bestimmte Biomarker. Expositionsszenarien, die wir nachstellen müssen, sind mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Hier links können wir zum Beispiel nicht wirklich kontrollieren, wie sich der Partikel im System verhält. Auf der rechten Seite können wir aber sehr genau anschauen, wie die Aufnahme der Partikel in die Organismen funktioniert. Wir können das speziell im Bereich der Gammariden sehr gezielt machen über sogenannte Decotabs, wo wir den Partikel gezielt dosiert verfüttern können und dadurch eine konstante Aufnahme mit bestimmter Dosis gewährleisten können. Im Bereich der Muscheln können wir indirekt die Aufnahme über die Filtration und die sogenannten Clearance-Raten bestimmen. Wir sehen, dass die Partikel von den Gammariden zum Beispiel relativ zuverlässig aufgenommen werden und konstant im Organismus die Darmpassage absolvieren und eben auch wieder ausgeschieden werden. Hier bitte darauf achten, das bezieht sich nur auf Partikel größer 1 Mikrometer. Bei den Muscheln haben wir ein ähnliches Bild, allerdings ist es da so, dass die Partikel länger im Organismus verbleiben. Bei der Betrachtung der Effekte erwarten wir normalerweise dieses Bild. Das heißt, dass mit steigender Dosis ein steigender Effekt da ist. Bei sämtlichen Partikeln, die wir betrachtet haben, sehen wir aber eher so ein Bild. Das heißt, hier ist in dem umweltrelevanten Bereich kein wirklich korrelierter Zusammenhang zwischen Dosis und Effekt zu beobachten. Hier in Bezug auf Letalität, aber auch auf subletale Endpunkte wie Schwimmverhalten und Energiehaushalt. Bei Schadstoffen sieht das Ganze anders aus, allerdings haben wir hier eine interessante Beobachtung gemacht, dass nämlich hydrophobe Schadstoffe durch die Anwesenheit von Partikeln die Toxizität, sprich die Verfügbarkeit des Schadstoffs für den Organismus, eher reduzieren. Wie sieht es nun mit der Vergleichbarkeit aus? Wir vergleichen zum einen hier biologisch abbaubare Partikel wie zum Beispiel PA mit nicht biologisch abbaubaren Partikeln wie PS, sehen aber in der Literatur, dass hier unterschiedliche und widersprüchliche Ergebnisse vorliegen. Zum einen ist das Ganze nicht vergleichbar, was Konzentrationen und auch verwendete Partikel angeht. Zum anderen sind die beobachteten Endpunkte auch widersprüchlich. Das liegt an der fehlenden Standardisierung und somit an der fehlenden Vergleichbarkeit dieser Studien. Wir sehen zum Beispiel, dass sowohl auf biochemischer Ebene Östrogene-Effekte zum Beispiel berichtet werden, als im Organismus dann auch wieder nicht. Was können wir also sagen? Hier ein paar bekannte Aussagen. Wir können Mikroplastik nur als eine Art Oberbegriff sehen. Das ist ein komplexes heterogenes Stoffgemisch mit verschiedenen additivierten Kunststoffen, verschiedenen Größen, Formen, Gestaltungen, unterschiedlichen Alterungszuständen und verschiedenen Schadstoffassoziationen. Die möglichen Risiken, die mit Mikroplastik verbunden sind, können deshalb nicht generell bewertet werden, da derzeit noch kein harmonisiertes und international standardisiertes Verfahren vorherrscht. Grundsätzlich können wir als Outcome des Projekts MIPAC sagen, wir haben bezogen auf unsere Testorganismen Gammarus röseli und die Polymorpha für Mikroplastik größer 20 Mikrometer keine Hinweise auf akut toxische Effekte bei umweltrelevanten Konzentrationen finden können. Es besteht zudem kein wesentlicher Unterschied zwischen der Wirkung von natürlichen Partikeln, Plastikpartikeln und biologisch abbaubaren Partikeln. Sie verhalten sich sehr ähnlich.
Weiterer Forschungsbedarf besteht allerdings zum mechanistischen Verständnis der Toxizität der einzelnen Polymerarten und insbesondere die Wirkung der Additive sowie chronische Wirkungen über längere Zeit und natürlich die Auswirkungen von kleineren Partikeln. Ich bedanke mich für die schöne Zeit und die gute Zusammenarbeit im Projekt und bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit.